Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns im Webshop, das hat einen ganz bestimmten Grund, denn zum Ende des Jahres hauen sie hier nochmal die richtig geilen Updates raus. Und das ist schon fast so gekommen, wie ich gesagt hatte. Und zwar, als der Webshop erschienen ist, war hier quasi nur Community und Shop halt, ne? Und da war schon damals klar, dass deutlich mehr Potenzial aus diesem Webshop hier rauszuholen ist und das wahrscheinlich so der Dreh- und Angelpunkt außerhalb von Shakes and Fidget selbst wird, was so den eigenen Charakter und andere Welten und sowas angeht. Und so ähnlich ist es auch gekommen, denn es ist ein neuer Reiter neben dem Community-Tab und dem Shop halt eben in den Webshop gekommen. Und zwar ist das der Reiter mit Statistiken. Und es ist immer noch genug Platz, also gehe ich mal von aus, dass auch in Zukunft noch weitere Tabs vielleicht hinzukommen werden, die unter anderem sehr, sehr nützlich sein werden. Und im Prinzip ist dieser Tab hier genau das, was wir uns eigentlich schon alle immer gewünscht haben. Ich habe es so oft gelesen in den Kommentaren, ich habe es aber auch von anderen Creator-Kollegen gehört, dass die sich sowas seit Jahren wünschen, und zwar eine eigene Rangliste, die man nach Belieben ordnen kann. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich in Zukunft die neue internationale Ehrenhalle werden, so wie wir uns das schon immer vorgestellt haben. Viel detaillierter mit Analysen über den eigenen oder andere Accounts. Man kann in dieser Rangliste hier, bei den Statistiken, kann man alles nach Belieben ordnen, sei es nach dem Hauptattribut, sei es nach der Stufe, sei es nach dem Rang, sei es nach der Klasse, und vor allen Dingen das wird wahrscheinlich für viele auch sehr interessant sein. Es gibt auch eine Gilden-Ehrenhalle, die man hier auch begutachten kann. Man kann quasi seinen eigenen Namen hier suchen und gucken, auf wie vielen Servern der registriert ist, beziehungsweise wo sich überall ein Account erstellt worden ist mit dem gleichen Namen. Und deswegen würde ich mal sagen, wir schnacken gar nicht lange rum, wir gehen direkt rein. Es ist eins der besten Updates auf jeden Fall, die Shakes and Fidget hier seit langer Zeit auch gebracht hat. Und das nicht mal in Shakes and Fidget im Game selbst, sondern außerhalb. Und das ist eine sehr coole Lösung für die Ehrenhalle in der eHof, weil die wahrscheinlich ja so nicht mehr großartig erweitert wird, gehe ich mal ganz stark von aus. Also, wir fangen hier an. Wir haben hier quasi jetzt die Hauptrangliste geordnet nach der Stufe. Das kann man jetzt hier immer so einstellen. Hier sehen wir quasi diese 3 kleinen Pfeile und das Level daneben, was halt dafür steht mit der Stufe. Und so sehen wir halt, okay, wer ist hier gerade wo, mit welchem Level vertreten. Man kann das Ganze auch nach Hauptattribut ordnen. Und das ist jetzt quasi gefiltert weltweit, also jeder Server auf der ganzen Welt. Das sind hier die Leute, die quasi das krasseste Hauptattribut haben, also die Sturmhexe hier. Ist halt komplette Glass Cannon. Ich glaube, dafür ist bei Ausdauer nicht ganz so viel. Das kann man, glaube ich, doch, das kann man sehen. Und zwar kann man jetzt hier jeden einzelnen tatsächlich auch aussuchen, wenn wir jetzt zum Beispiel uns interessieren. Okay, Sturmhexe hat jetzt das höchste Hauptattribut von allen Welten. Ja, man kann auch nach eigenen Welten sortieren. Das zeige ich euch gleich auch nochmal. Also es ist wirklich sehr krass detailliert. Gehen wir hier auf Sturmhexe und dann sehen wir hier direkt, okay, krass. Ja, dann haben wir hier die ganzen Attribute. Wir sehen hier zum Beispiel, Sturmhexe ist auf Platz 1 weltweit mit dem höchsten Hauptattributwert, aber hat halt eben extrem wenig Ausdauer. Das kann man halt hier eben sehen. Man sieht die Stufe, man sieht die Welt, auf der der Charakter ist, der aktuelle Rang, die Ehre. Man sieht wirklich alles. Und was halt sehr, sehr geil ist, man sieht die persönliche Entwicklung. Und das ist Alter, das ist so krass, ne? Dass das so heftig dargestellt wird hier. Es ist extrem heftig, ja. Das kann man natürlich auch, das könnt ihr alle nach euren eigenen Belieben für euren eigenen Account auch mit nachvollziehen. Ihr könnt gucken, wie steigt ihr in der Weltrangliste quasi auf, was euer Hauptattribut oder euer Level angeht. Wo befindet ihr euch gerade? Das ist unglaublich geil und man kann hier Stunden drin verbringen, wirklich. So, wir sehen hier zum Beispiel, also der Stichtag ist hier, glaube ich, der 13.06. oder so. Ich kann es jetzt nicht ganz deuten.
ne? Wo hier das Ganze erstellt worden ist. Also klar, der Charakter ist natürlich älter als hier der 13.06.2023, aber ab da wird das hier wohl getrackt werden. Und dann sieht man hier halt eben die Entwicklungsstufe, also die Level, die er halt eben aufsteigt hier, ne? Hier sieht man unter anderem auch, wann die Leute, ja, also es ist regelmäßig gleichzeitig so, hier vielleicht hat man hier so 2 Level, da ist vielleicht so ein Kalenderlevel abpassiert oder so, ansonsten peu à peu, ne? Man sieht auch die Entwicklung der Rangliste, also wo befindet sich der Charakter gerade, hier an der Seite haben wir die Platzierung, hier halt eben das Datum. Und dann sehen wir, ja, das ist ziemlich schwankend. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel einen Aufholer sehen würde, der würde zum Beispiel irgendwo ganz weit oben starten und würde dann quasi runtergehen, da würde der Graph dann quasi nach unten gehen, weil er halt eben sehr viele Plätze immer regelmäßig gut macht. Hier ist es halt sehr unregelmäßig, ja. Und das ist halt ziemlich cool zu sehen. Man kann hier sogar in seine Gilde ein bisschen reinschauen, hier, was sie für einen Durchschnitt haben und so. Also das ist schon sehr geil, ja. Und was halt auch, also es ist wirklich unglaublich umfangreich, ne? Das ist jetzt nur ein kurzer Einblick mal. Man kann hier in die Analysen reingehen und jetzt befinden wir uns hier gerade zum Beispiel auf der internationalen Welt 11, weil dort halt eben auch jetzt als Beispiel der Account von Sturmhexe ist, ne? Hier sieht man aufgeteilt, welchen Anteil Magier haben, Kundschafter haben, Krieger, alle Klassen haben. Ja, und das ist so geil zu sehen. Es ist wirklich unglaublich cool, muss ich sagen, dass man das hier so sieht. Hauptsächlich sieht man hier jetzt zum Beispiel die 3 Hauptklassen. Ne? Da waren die alten Klassen noch nicht, glaube ich, so da gewesen, die neuen Klassen noch nicht so da. Dann haben wir hier Assassinen mit Rot, Gelb ist Kampfmagier, Orange haben wir hier Berserker ganz wenig und ein paar Baden, weil es halt eben auch die neueste Klasse ist, ne? Unglaublich krass geordnet. Attributsverhältnis für jede Klasse hier so, Stufe pro Charakter pro Klasse. Und ja, das war jetzt nur mal ein ganz kurzer Einblick in diesen Account hier, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel hier oben haben wir auch 2 Reiter. Ja? Wir haben hier einmal die Welten, die wir jetzt ordnen können. Das ist jetzt, wie gesagt, die Oberrangliste. Hier sind halt alle Welten vorhanden. So, ne? Man kann hier jetzt quasi sortieren nach eurem eigenen Server, nach fusionierten Welten so, ne? Und könnt ihr halt eben eure Welt aussuchen. Ne? Bevor wir aber da reingehen, haben wir hier noch einen zweiten Reiter. Und das ist halt eben sehr interessant für Leute, die eventuell auch Aufholer spielen wollen und die wollen der stärkste, was weiß ich, in Zukunft Nekromant im ganzen Game werden oder so. Ne, da startet man natürlich nicht auf dem neuesten Server, sondern eventuell auf einem alten Server mit der neuen Klasse und hat halt direkt von Anfang an sehr gute Ausbauten durch die Gilde und ist dadurch viel schneller als die anderen vielleicht auf den neuen Servern, wo die Gilden noch nicht ausgebaut sind. So, ne? Da wollen ja viele auch auf alten Servern starten, wenn die neue Klasse draußen ist. Und dann kann man zum Beispiel danach sortieren, okay, wir gehen jetzt hier nach den Klassen und wenn jetzt der Nekromant draußen ist, dann nehmen wir jetzt zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, den Nekromanten dann. Ne? Wir können das jetzt mal ganz stumpf sortieren nach unserem Server, also jetzt nach dem Server, wo ich jetzt zum Beispiel drauf spiele. Dann nehmen wir mal jetzt hier S31 und da sehen wir, okay, das ist jetzt hier die Rangliste von S31, ne, sortiert nach Hauptattribut. Wir können das jetzt auch nach Level machen. Da ist zum Beispiel Ceph ganz oben mit dabei. Und ja, hier können wir jetzt zum Beispiel gucken. Da können wir sortieren nach der neuesten Klasse, der Bade, und da sehen wir, okay, der Kysuel ist ja ein Aufholer, Grüße gehen raus an der Stelle, ist hier momentan auf Platz 1. Ja, das hilft euch auch zum Beispiel, Leute zu finden, wo ihr vielleicht ja, bestimmte Klassen angreifen könnt oder so. Könnt ihr hier einfach oben filtern, dann habt ihr den Namen, dann braucht ihr nur noch in-game reingehen und dann habt ihr quasi die Klasse, die ihr schon gesucht habt und müsst nicht durch die Ehrenhalle scrollen, bis ihr mal diese Klasse gefunden habt, ne? Also das ist wirklich extrem, extrem nice. Und ja, das ist meine persönliche Rangliste hier. Hier sieht man wieder die Levelentwicklung. Hier sieht man zum Beispiel, dass ich ziemlich schwankend zwischen Platz 1, 2, 3 und 4 bin. Hauptsächlich zwischen ja, 2, 3 und 4 würde ich sagen so. Ne? Und ja, das sieht man hier halt eben auch. Ich bin halt kein Aufholer. Wir können zum Beispiel jetzt mal, um das euch mal so zu präsentieren, hier sieht man wieder die Verhältnisse von dem Server.
um euch das Ganze mal zu präsentieren, wie das aufholertechnisch aussieht, können wir jetzt mal einfach dann auf Kysuel gehen. Wir können auf alle Leute jetzt gehen, ja, und sehen uns jetzt mal hier den Graphen an. Und hier ist das so, wie ich meinte, hier die Entwicklung. Der Graph fängt halt wieder erst am 13.06. an, so, das muss man halt bedenken. Das ist halt eben der Startpunkt für diese Statistikseite, die ist ja gerade erst im Aufbau, die ist ja gestern rausgekommen, ganz frisch, ja. Und hier sieht man halt, dass sich der Kysuel peu à peu langsam hoch gearbeitet hat und Ränge gut macht. Deswegen sage ich, der Graph geht hier dann bei Aufholern meistens dann nach unten und nach Leveln logischerweise dann nach oben. Ne? Das ist ziemlich geil. Und ja, so kann man jetzt zum Beispiel auch sortieren, wenn wir jetzt wenn ihr jetzt sehen wollt, okay, ich möchte mich mit weltweiten Charakteren vergleichen, dann sehen wir zum Beispiel, wer hier jetzt so die stärksten oder die höchststufigen Barden jetzt momentan gerade haben. Und ja, dann sieht man hier auch eben die dementsprechende Rangliste. Wenn wir jetzt zum Beispiel unsere eigene Klasse nehmen wollen, in meinem Falle jetzt von meinem Main, halt eben der Magier, sortieren wir nach Stufe. Da sehen wir jetzt hier halt eben nur die Magier weltweit gesehen. Ne? Da sehen wir zum Beispiel, okay, krass, der Seth, der ja bei uns auf dem Server-Level höchster ist, der ist der 17. höchste Magier weltweit. Also das kann man wirklich krank sortieren hier. Das ist schon echt cool. Wenn wir jetzt hier weiter runter gehen, dann sehen wir, okay, ich habe noch ein bisschen was zu machen. Ne? Man kann sich halt mit anderen Leuten über servermäßig halt vergleichen, und das hat halt gefehlt. Und das habe ich so lange auch kritisiert gehabt. Das ist für so viele Leute auch ein Anreiz, wenn die ihren eigenen Server irgendwann durchgespielt haben, auch mal in andere Regionen reinzutunken, um zu sehen, okay, wie schneide ich denn weltweit ab mit meinem Charakter, wenn der eigene Server vielleicht tot ist oder so, ne? Hier haben wir zum Beispiel den Charlie, schöne Grüße, mit Stufe 666, so, ne? Und dann müsste ich hier bald kommen, ich bin, glaube ich, 2 Level unter ihn. Hier bin ich zum Beispiel ich bin der 212. Magier vom Level her, ja? Also, das ist auf jeden Fall auch das, und da ist jetzt für mich persönlich ein bisschen Potenzial halt nach oben zu sehen. Gut, ich bin jetzt nicht der Spieler, der jetzt großartig auf XP grindet, sondern mehr auf Gold. Dann kann man sagen, okay, wir sortieren das Ganze hier nach Hauptattribut, aber ich bin ja auch ein sehr ausgeglichener Spieler, also ich bin ja jetzt nicht die Glass Cannon schlechthin, aber auch hier können wir natürlich gucken, oder wir geben halt oben unseren Namen ein, das geht halt eben auch dann ein bisschen schneller, aber wir gehen hier einfach mal runter, um zu gucken, welche Charaktere hier noch so vertreten sind, ne? Und dann machen wir einfach mal weiter. Das ist so geil, es ist so krass im Detail hier. Hier zum Beispiel Teufli von meinem Server, hier S31. Hier haben wir Seth, ja, auch von meinem Server natürlich hier, oder halt auf dem ich spiele. Hier ist wieder der Charlie. Und hier bin ich, relativ nah hinter Charlie, was halt eben das Hauptattribut angeht. Aber wie gesagt, ich skill ja auch viel in Nebenattribut. Man müsste so das Haupt- und Nebenattribut vielleicht zusammensummieren. Das wäre ein bisschen aussagekräftiger, finde ich, als nur eben das Hauptattribut zu nehmen, so, ne? Genau. Ja, man hat hier auch, achso, nee, das war die eigene, man hat hier auch die Gilden-Ehrenhalle, ne? Hier kann man halt eben auch sortieren so und kann sich durchforsten. Das ist halt jetzt die normale IHOF einfach mal, die sich jetzt hier so einpendelt, halt sortiert nach dem Durchschnittslevel oder ja, nach Weltrang. Achso, das ist die Weltrang 1, also, oder? Nee, das checke ich jetzt hier noch nicht so ganz. Das weiß ich noch nicht so ganz, was das ist. Aber hier ist zumindest geordnet nach dem Durchschnittslevel. Ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. Auf Rang 31. Gut, unser Durchschnittslevel ist nicht so krank heftig, sag ich mal. Wir können mal hier drauf gehen. Ja, und ja, so sieht das Ganze aus. Wie gesagt, man kann hier auch noch in der Helden-Ehrenhalle zum Beispiel, da habe ich schon eingegeben, nach Dorza suchen. Da könnt ihr natürlich euren Namen auch eingeben und dann seht ihr alle Charaktere, die sich irgendwo mal irgendwann erstellt worden sind. Und auch diese könnt ihr natürlich nach der Stufe ordnen und nach dem Hauptattribut ordnen. Und ja, dann sieht man hier auch, okay, wer ist aktiv, wer nicht. Hier sind so alle
Charaktere, die ich mal in der Vergangenheit erstellt hatte, oder auch von anderen, die sich vielleicht meinen Namen auf einem anderen Server gewählt haben und damit halt eben gespielt haben, so, ne, das gibt es ja auch, ne, da kann ich ja nichts gegen machen, großartig, aber das ist ja nun mal so, und hier sieht man halt eben, okay, die Stufe, achso, wir haben hier nur sortiert nach Magiern, stimmt, wir müssen ja jetzt nach alle, und da, ja, sieht man, sind es jetzt ein paar mehr Accounts, die sich jetzt unter meinem Namen erstellt haben, und da sind ganz sicherlich auch Leute dabei, also Accounts dabei, die nicht von mir erstellt worden sind, sondern sich halt als mich ausgeben. An der Stelle. Ja, da sehen wir jetzt hier zum Beispiel alle Charaktere. Hier, ne, mein Main, mein Battle Mage, mein Krieger. Ne, hier ist zum Beispiel noch von S39 mein Berserker, den ich Free-to-Play gespielt hatte bis zur der Stufe, dann hatte ich aufgehört. Ne? Also das sind so Sachen, die hatte ich mal eine Zeit lang aktiv gespielt gehabt. Hier haben wir zum Beispiel EU7, ne, den wir jetzt gerade so ein bisschen auch am Pushen sind. Also ihr seht hier wirklich echt extrem viel im Detail und wirklich sehr krass dargestellt. Und das ist halt eben eine Änderung, muss ich mal so sagen, die mir, oder was heißt eine Änderung? Es ist ein zusätzliches Feature, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und viel besser hätten sie das auch nicht implementieren können. Es passt wie die Faust aufs Auge hier in diesen Webshop rein. Und ja, das ist halt auf jeden Fall echt extrem cool, muss ich mal so sagen. Und sehr nützlich. Guckt da auf jeden Fall vorbei. Schaut mal rein in den Webshop unter Statistiken. Forstet euch da selbst so ein bisschen durch, was ihr halt eben sehen wollt. Und ja, mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Sehr coole Sache und wünsche euch damit viel Spaß, mal selbst eure Accounts zu finden oder euch mal mit anderen Leuten so zu vergleichen, wo ihr gerade steht. Extrem geiles Update, mehr kann ich dazu nicht sagen. Gut, Leute, das war's soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.